else. I always tend to lose when I battle with myself. I rebel with the booze and I jeopardize my health. Walk a day in my shoes and tell me how you felt. Never judge till you fully understand. You'll never see it coming cause the shit is never planned. You'll never know his actions until you know the man. And you'll never know the man if you never lend a hand. Look deep in yourself, dig deep in yourself. Life can be challenging, hard and complex. Be ready for the challenge, take a deep breath and stand up with the strength in your legs, turn left. Look deep in yourself, dig deep in yourself. Life can be challenging, hard and complex. Be ready for the challenge, take a deep breath and stand up with the strength in your legs, turn left. For what I believe, cause I gotta set enough. Als Binsenweisheit bezeichnet man eine allgemein bekannte Information, die gerade deshalb als Argument nicht sonderlich taugt, eben weil es jeder weiß und kennt, schon 1000-mal gehört hat, es schon längst nicht mehr hören kann. Aus dieser unglaublichen Absurdität leitete sich in den letzten Jahrzehnten im gesamtgesellschaftlichen Diskurs eine unfassbare Reihe von Totschlagargumenten ab, die allesamt auf die dämliche Position hinausliefen, dass zwar alle wissen, dass die Zustände auf Erden ganz schön beschissen sind, man aber eben nichts ändern könne und überhaupt gehe es uns ja noch ganz gut, verglichen mit anderen, und deshalb ist die Wahrheit zu sagen nichts als unproduktives Genöle und überhaupt, sagt doch erstmal, wie es anders besser wäre. Weil für Binsenweisheiten sind wir eben alle scheinbar zu klug, zu originell, zu komplex, zu individuell. Da versteigern wir uns doch lieber in kryptische und rätselhafte Gesprächsfetzen, um uns interessant zu machen. Wer bis vor kurzem sagte, dass er Wachstum überflüssig, Umweltverschmutzung doof oder Hartz IV ungerecht findet, wurde aufgrund der Schlichtheit der allgemein bekannten Tatsachen nicht weiter ernst genommen. Deshalb streiten sich in Talkrunden und Hinterzimmern hochqualifiziert spezialisierte Trotzkistinnen, Feministen, Antifaschisten, Anarchosyndikalistinnen oder Stadtsoziologen mit Theologen und Atomlobbyistinnen oder Gewerkschaftsfunktionären. Die wahrhaft wertvolle Erkenntnis braucht eben Experten, Spezialistinnen, da kann doch eh keiner mitreden. Und so verläuft sich der Diskurs eben in verschiedenste Nischen. Gender-Themen, Gentrification, Gefahr von rechts und von Bahnhöfen, Energiedebatte und so weiter. Und keiner bemerkt jemals, dass sich da eigentlich immer um letztlich ein und dasselbe Thema gestritten wird. Beziehungsweise, dass der Fehler sowohl hinter der unmäßigen Verteuerung von Wohnraum und Cappuccino in Großstädten oder der Zerstörung des Planeten durch beispielsweise Industrie, Individualverkehr und Müllscheiße oder aber der Ausgrenzung von Cis, Trans und anderen Gendern immer derselben gesellschaftlichen Krankheit entspringt. Unserer Unfähigkeit, über anderes als über Waren zu kommunizieren, unserem unerschütterlichen Glauben an das ewige Wirtschaftswachstum, unserem Verharren in den immer gleichen, steinalten und überkommenen gesellschaftlichen Ritualen der Unterwerfung, des Machterhalts und vor allem der Konkurrenz. Less worse off than I am today, but that's just how it goes. Unfortunately, fortunate dancing the dance of lost hope. But why all the crying and why all the pain? Life isn't so bad when you see it my way. Doch nun schreiben wir das Jahr 2011. Nun ist alles plötzlich irgendwie anders. Plötzlich, weil beispielsweise keiner finden kann, dass er zig Billionen Schulden gemacht hat, die er und seine Kinder nun tilgen sollen, stehen seit dem 15. Mai nach dem Vorbild der nordafrikanischen Staaten Millionen Frauen und Männer in Spanien auf spanischen Plätzen, in spanischen Städten und Dörfern und trauen sich, Binsenweisheiten in die Welt zu posaunen, auf Post-its zu schreiben oder andersweitig zu sammeln. Sie besetzten Plätze und beschlossen, so lange zu bleiben, bis man ihnen zuhört. Die Forderungen klingen häufig leicht kitschig wie aus einem Hippie-Poesie-Album, aber eben lange nicht so dämlich wie diese beknackten Waffen gegen Krieg, Wachstum gegen Armut und für Umweltschutz, die Reichen müssen reicher werden, damit es allen besser geht. Schwachsinnsthesen. Demokratie von unten ist keine Hippie-Romantik, sondern Demokratie. Endlich wird klar, dass naiv und dumm ist, wer tatsächlich immer noch glaubt, dass es besser so weitergehen kann oder das System von innen verbessern will oder irgend so ein Quatsch. There's a girl with
She lies alone in her bed because her man took her life and changed it. She sees herself in the mirror asleep. Das ist wie ein riesiges Konzert, das da gerade angefangen wird zu proben. Auf den spanischen Plätzen durften wir das miterleben. Jede einzelne Stimme bemerkt da in den Assembleas, den Versammlungen, die da tagtäglich ohne professionelle Moderatoren, Politiker, Funktionäre oder Experten stattfinden, dass sie eine Stimme ist. Die Menschen lernen da erstmals, wie sich aus all den einzelnen Stimmen ein Gesamtklang formen lässt, wie er sich herausbildet, wenn keine Lobbyisten dazwischen quäken oder Politiker oder sonstige Medien. Menschen unterhalten sich über lebenswerte Zustände. Sie merken, dass allein das schon lebenswert ist, wenn man sich nicht nur dann trifft, wenn man gerade an der Ampel oder an der Supermarktkasse der Erste sein will. Und genau das ist vielleicht das Wesentlichste, was wir von dieser Reise mitnehmen. Demokratie braucht mündige Bürger und eine lebendige Gemeinschaft. Und wenn wir mal ein ganz kleines bisschen ehrlich zu uns sind, dann müssen wir allesamt feststellen, dass wir schon lange überhaupt weder wissen, wie das geht, noch wie sich das anfühlt. Gemeinschaft ist für uns schon dann gegeben, wenn wir uns nicht täglich aufs Maul hauen, sondern ein halbwegs friedliches Nebeneinander pflegen können. Gemeinschaft ist für uns, wenn sich alle an dieselben Regeln halten, wenn keiner mehr Sex hat als man selbst, genauso viel arbeiten muss wie der andere und es allen möglichst genauso beschissen geht wie einem selbst. Das ist grob skizziert der öffentliche Frieden bislang. Está muy bien que nos reunamos, que cada uno exprese su opinión. Pero que este movimiento que está ahora empezando, tenemos que ir aprobando los exámenes y para acabar esta carrera. Tal vez todos quisiéramos que se acabara ya. Ejército colombiano y 3 pueblos indígenas en el sur de Colombia. Un tipo de conexión con los seres humanos viviendo en un mundo vacío basado en las apariencias y el sometimiento. Nunca podrán, simplemente porque viven en sus palacios escondidos para su corazón de horas relucientes y por eso es por lo que no podemos creencia con personas que no se dan cuenta de que no en España, en Italia, en Inglaterra, ¿cuántas miles de vidas se habrían salvado? También quiero recordar los años 80. Nosotros, apoyarnos más y tomarnos las cosas con un poquito de humor. Y otra cosa que he visto en la red es un poco de discrepancia con lo que aquí se está haciendo. Entonces vamos a ser críticos pero no destructivos. Vamos a poner buenas ideas, seguir cosas buenas. Seit dem 15. Mai 2011 wissen nun immerhin schon mal ganz schön viele Spanier, dass es da noch mehr zu holen gibt, dass da Spaß rein kann ins Zusammenleben, dass den größeren 3D-Flatscreen zu besitzen nicht das Ende der Glückseligkeitsfahnenstange bedeuten muss. Und diese Ahnung von einer möglichen Erkenntnis verbreitet sich derzeit wie ein Lauffeuer über ganz Europa. Ja, über die ganze Welt. Das ist das, was eine Revolution schon irgendwie ist und vor allem eine werden kann. Millionen von Menschen, die Glück erfahren durch das revolutionär werden, die Missstände benennen dürfen und sich auf einen Weg machen, dessen Ziel sie aus Demut und nicht aus Blödheit noch nicht kennen wollen, die aber wissen, dass es nicht schlimmer kommen, sondern nur besser werden kann. Es gibt so viele Ansätze, die alle aus warmem Herzen und mit wachem Verstand geboren wurden. Das bedingungslose Grundeinkommen beispielsweise, Creative Commons Lizenzen, Ideen für zinslose Währungen und faire Wirtschaftssysteme, allerhand Kooperationsmodelle. Mit all dem sind viele von uns befasst und erfüllt. Das wird sich alles finden. Da werden ganz schnell Alternativen entwickelt werden, wenn wir nur endlich ohne Vorbedingungen, ohne Systeme, ohne Grabenkämpfe, ohne Schwanzvergleiche uns anfangen zu unterhalten. Anfangen zusammen Spaß zu entwickeln daran, sich gemeinsam zu organisieren.
In Spanien haben wir die Reinheit dieses Gedankens erlebt und die Kraft, die davon ausgehen kann. Lasst es uns einfach auch tun. She lies alone in her bed because her man took her life and changed it. She sees herself in the mirror. She can't wake up. She has tears, she has fears, over years. She can't deal with this breakup. She just passes the time. She just barely gets by. There's no rhyme, there's no reason. Don't ever believe it, don't ask why. 'Cause she's got to wake up. She's gotta wake up. There's a guy on the corner throwing dots to hit 7. Playing life is a gamble, knowing he can't win. Watching children he loves, he left alone, left abandoned. Now he chooses life like a game, like flipping cards he picks at random. He is pale, always cold, he can't fold, torn, tattered and rancid. There's no rhyme, there's no reason, don't ever believe it, don't ask why. He don't even wanna try. 'Cause he's gotta wake up. He's gotta wake up.